Mittags wirft die Sonne im Masai-Mara-Reservat ein grelles, weißes Licht auf die Landschaft, wodurch die niedrigen, grünen Grasflächen, die sich mit trockenem Land abwechseln, bewegungslos erscheinen. Daniel Hartmann und Parkranger Samuel Njoroge haben soeben eine Exkursion abgeschlossen, bei der sie Tierspuren in ihren vertrauten Graslandschaften dokumentierten. Nach vielen Stunden Fahrt beschlossen beide, unter einem großen Akazienbaum anzuhalten, um sich auszuruhen und ein kurzes Mittagessen einzunehmen. Der mit Kameras vollgepackte Rucksack wurde auf den Boden gelegt, neben einem mit Savannenstaub bedeckten Teleobjektiv. Daniel und Samuel unterhielten sich beim Essen darüber, wie sich die jüngsten schweren Dürreperioden auf die jungen Wildtiere ausgewirkt hatten. Eine sanfte Brise raschelt in den Akazienblättern und erzeugt einen rhythmischen Klang, der die Menschen schnell in falscher Sicherheit wiegt. Nach dem Essen legte sich Daniel auf den Boden und zog sich seinen breitkrempigen Stoffhut über das Gesicht. Samuel lag ebenfalls nicht weit entfernt, die Hand auf der Brust, die Pistole an seiner Seite, ein gewohnter Bestandteil seines Berufs. Der Raum schien in einen Mittagsschlaf verfallen zu sein, nur gelegentliches Zirpen von Insekten durchbrach die Stille. Daniel schloss schnell die Augen, sein Körper völlig entspannt inmitten der Weite der Natur. Samuel hielt die Augen noch eine Weile offen, bevor er einschlief. Keiner von beiden ahnte, dass dieser Frieden nur noch wenige kurze Minuten dauern würde. Vom Rand des niedrigen Grases näherten sich leise zwei winzige Geschöpfe. Aus dem spärlichen Gras hinter dem Akazienbaum tauchten vorsichtig zwei magere schwarze Leopardenjunge auf. Ihr tiefschwarzes Fell absorbiert das weiße Sonnenlicht, wodurch ihre kleinen Körper noch schlanker wirken. Sie hielten für ein paar Sekunden inne, hoben die Köpfe und atmeten tief den ungewohnten Geruch von Menschen und Essen ein. Der neben dem Rucksack platzierte Futtersack erregte schnell die Aufmerksamkeit der beiden hungrigen Leopardenjungen. Sie beschnüffelten akribisch jeden Winkel der Tasche, in der Hoffnung, noch etwas davon zu finden. Es roch weder nach Fleisch noch nach Milch, nur nach dem leeren Karton und nach trockenem Plastik. Die beiden Leoparden sahen einander an und stießen ein sehr leises Geräusch aus, fast ein Seufzer. Sie rückten weiter vor und kamen den beiden regungslos am Boden liegenden Körpern immer näher. Ihr Überlebensinstinkt treibt sie an, sich potenziellen Nahrungsquellen zu nähern, trotz vager Ängste. Ein Leopard legte seine Vorderpfote auf Daniels Mantel und untersuchte ihn vorsichtig. Das andere folgte, die Augen weit aufgerissen vor Neugier, nicht vor Aggression. Daniel schlief noch tief und fest und ahnte überhaupt nicht, dass ihn etwas berührte. In diesem Moment wurde die Grenze zwischen Menschheit und Natur auf seltsame Weise brüchig. Die beiden schwarzen Pantherjungen kletterten direkt auf Daniels Bauch, ihre winzigen Krallen krallten sich in sein staubiges Fell. Sie beugten sich hinunter und beschnupperten seine Brust, als suchten sie nach dem vertrauten Duft von Milch oder Essen. Das seltsame, bedrückende Gefühl ließ Daniel in seinem unruhigen Nachmittagsschlaf leicht aufwachen. Nur eine Sekunde später riss er die Augen auf und schrie laut vor Panik. Der Stoffhut flog zur Seite und gab den Blick auf ein vor Überraschung bleiches Gesicht frei. Die beiden Leopardenjungen zuckten überrascht zurück, ihre Ohren spitzten sich reflexartig zur Verteidigung. Samuel sprang augenblicklich auf die Füße, seine Hand umklammerte instinktiv seine Pistole, eine Fertigkeit, die tief in seinem Beruf verwurzelt war. Er stand vor Daniel, sein Blick schweifte über die weite Grasfläche. Zwei Menschen und zwei winzige Geschöpfe standen sich in einem Moment höchster Spannung gegenüber. Es gab kein Gebrüll, kein Anzeichen eines Angriffs, nur das Geräusch hastigen Atmens. Daniel wich ein paar Schritte zurück, sein Herz hämmerte noch immer vor Angst, die noch nicht nachgelassen hatte. Samuel hielt die Pistole tief, richtete sie nicht direkt auf sie, weil er spürte, dass etwas nicht stimmte. Dieses Schweigen signalisierte, dass dies keine gewöhnliche gefährliche Begegnung war. Samuel drehte sich um und betrachtete aufmerksam seine Umgebung, um die Gestalt einer Leopardenmutter in der Nähe zu entdecken. Doch die Graslandschaften der Masai Mara erstreckten sich weit und leer, ohne dass irgendeine verdächtige Bewegung zu vernehmen war. Die beiden Leopardenjungen standen dicht beieinander, ihre Körper zitterten leicht vor Hunger und Angst. Ihre Augen verrieten keine Aggression, nur Müdigkeit und einen instinktiven Hilferuf.
Daniel beruhigte sich allmählich, als ihm klar wurde, dass es sich hier nur um zwei völlig erschöpfte Wesen handelte. Er kniete sich langsam hin, hielt einen sicheren Abstand und senkte die Stimme. Daniel nahm die letzte Flasche Wasser und öffnete den Deckel langsam, um sie nicht zu erschrecken. Ein Leopardenjunges leckt seine ersten Wassertropfen auf, seine Zunge zittert vor Durst. Der andere trat sofort vor und trank mit, sein Appetit war deutlich zu erkennen. Samuel senkte seine Waffe vollständig, da er wusste, dass sich die Situation geändert hatte. Die Angst ist verschwunden, ersetzt durch Trauer um die beiden kleinen Leben. Daniel blickte Samuel an, beide wussten, dass etwas Schlimmes passiert war. Der anfängliche Frieden hat sich nun in eine schwerwiegende Frage verwandelt. Samuel holte sein Satellitentelefon heraus und schickte einen dringenden Bericht an das Rangerzentrum der Masai Mara. Er beschrieb detailliert den Zustand der beiden schwarzen Pantherjungen, den Ort, an dem sie gefunden wurden, und das Fehlen ihrer Mutter. Das Schnellreaktionszentrum priorisiert die Suche nach der Leopardenmutter im nächstgelegenen Umkreis. Falls sie nicht gefunden werden können, müssen die beiden Leopardenjungen zu ihrer Sicherheit zurück zur Station gebracht werden. Daniel und Samuel beruhigten die beiden Leoparden sanft und vermieden dabei jegliche plötzliche Bewegungen. Der Transportkäfig wurde aus dem Fahrzeug entnommen und bodennah abgestellt. Samuel nutzte seine Erfahrung, um die beiden Leoparden ohne Zwang in den Käfig zu führen. Nach kurzem Zögern führte sie ihr Instinkt, einen sicheren Ort zu finden, ins Innere. Die Käfigtür schloss sich sanft und geräuschlos. Der Pickup-Truck sprang an und rollte langsam die unbefestigte Savannenstraße entlang. Daniel blickte zurück zu dem Akazienbaum, unter dem sie eben noch zu Mittag gegessen hatten, und es fühlte sich an, als hätte sich alles verändert. Samuel konzentrierte sich aufs Fahren und bereitete sich auf die bevorstehende schwierige Suche vor. Beide hofften, dass es jenseits der Wiese noch irgendwo Wunder gab. Sie beschränkten ihre Suche auf einen Radius von 2 Kilometern um den Ort, an dem die beiden Leopardenjungen gesichtet worden waren. Am Rande eines kleinen Sees entdeckte Samuel eine dunkle Gestalt, die regungslos dalag. Als sie näher kamen, erkannten beide mit Erstaunen, dass es sich um einen ausgewachsenen weiblichen schwarzen Leoparden handelte. Sein Körper wies zahlreiche tiefe Wunden auf, deutliche Anzeichen einer Auseinandersetzung mit einem wilden Büffel. Daran besteht kein Zweifel, das ist die Mutter der beiden Leopardenjungen. Daniel stand regungslos da, die Kamera in der Hand, aber unfähig, sie zu heben, um ein Foto zu machen. Samuel senkte den Kopf und hielt einige Sekunden in Stille, um dem Verstorbenen die Ehre zu erweisen. Es gab keinen Zorn, nur die vertraute Traurigkeit derer, die am Rande der Wildnis leben. Die beiden kehrten zum Auto zurück und trugen die schwere, unveränderliche Wahrheit mit sich. Das Fahrzeug rollte in anhaltender Stille in Richtung Rangerstation. Der Wind blies stärker und wirbelte Staub hinter ihnen auf, als wolle er die Spuren der Tragödie verbergen. Daniel verstand, dass die Natur nicht grausam ist, sie funktioniert einfach nach strengen Gesetzen. Und von diesem Moment an wurde die menschliche Verantwortung klar definiert. In der Rettungsstation Masai Mara wurden die beiden schwarzen Leopardenjungen sorgfältig von einem Tierarzt untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass sie bei bester Gesundheit waren, lediglich durch den anhaltenden Hungerzustand stark erschöpft. Sie werden in naturnahen Gehegen untergebracht, die ihre natürliche Umgebung sicher simulieren. Die Ranger kümmern sich jeden Tag abwechselnd um die Tiere, füttern sie mit der richtigen Menge Futter und beobachten ihr Verhalten. Daniel kehrt regelmäßig zur Station zurück und dokumentiert jeden Abschnitt seiner Genesung mit seiner vertrauten Linse. Die beiden Leoparden wurden allmählich kräftiger, ihre Augen wacher und voller Neugier. Samuel und seine Teamkollegen begannen ein Überlebenstrainingsprogramm, das den Naturschutzstandards entspricht. Sie lehren Leopardenjunge, Beute zu jagen, Gefahren zu erkennen und so zu reagieren, dass sie Feinden ausweichen. Bei allen Trainingseinheiten wird auf Distanz geachtet, um die Abhängigkeit von menschlicher Interaktion zu vermeiden. Im Laufe der Zeit wuchsen die beiden Leopardenjungen in der stillen Einsamkeit der Savanne schnell heran. Sie werden weitere 10 Monate aufgezogen, bevor sie wieder in die Wildnis entlassen werden können. Daniel wusste, dass er lediglich derjenige war, der die Geschichte aufzeichnete, nicht aber ihr Eigentümer.
Und im Alter von einem Jahr kehren diese beiden Geschöpfe zur Wiese zurück und tragen die Erinnerung an eine seltsame Begegnung mit sich.